Hallo, willkommen zu einem weiteren CryEngine 3 Tutorial. Und zwar geht es heute um Waffenrigging. Wie bringe ich meine eigene Waffe in CryEngine 3? So, erstmal müssen wir einige Vormaßnahmen treffen. Und zwar nehmen wir der Waffe erstmal einen Namen und dann FP dahinter. Wichtig ist, dass die Waffe in einem Objekt ist. Dann darf es nicht zwei Objekte sein, das und ein Magazin ein Objekt. Es muss eines sein, aber man kann die Sache natürlich in Elemente einteilen. Was natürlich auch um einiges bequemer beim Rigging sein wird. Gut, bevor ihr die Waffe riggen wollt, müsst ihr den STL-Check machen. Dann klickt ihr auf Check und checkt, ob die Waffe CryEngine 3 tauglich ist, ob da Fehler sind in dem Model. Wenn da keine Fehler sind, dann ist gut. Ja, erstmal speichern. Und jetzt, wenn ihr die Example Assets noch nicht runtergeladen habt, dann solltet ihr das machen. Ich habe einen Link in der Beschreibung, dort könnt ihr die herunterladen. Open, Example Assets. Bei mir habe ich sie unter CryEngine gespeichert. Hier habe ich das Example Asset Scar FP. Und das öffnen wir jetzt. So. Erstmal auf Perspektive wechseln. Und wir sehen hier den Aufbau der Scar. Die Scar brauchen wir nicht mehr, also löschen. Aber stellt sicher, dass ihr das nicht speichert, sondern wir speichern das direkt. Weapons. Also ihr geht in Game Object Weapons und hier erstellt ihr dann einen Ordner für eure Waffe. Und das tun wir dann hier rein. So. Jetzt müssen wir unser Modell importieren. Also Import und Merge. Bedenkt, dass das Modell nicht sofort perfekt sein wird. Es könnte zu groß sein oder was auch immer. Ich mach's mal um das Quatsch, ich mach's einfach so. Erstmal was kleiner und umdrehen um 90 Grad. So. Platziert die Waffe auf 000. Genau dort gehört die Waffe hin, beziehungsweise der Pivot der Waffe. So. Aber natürlich müssen wir die Waffe in die Arme von dem Typ kriegen. Also gehen wir auf Effect Object Only. Denn der Pivot, der muss dort bleiben. Also platzieren wir erstmal unsere AK-Dom. Niedriger. Die Richtlinie für die die Richtlinie für die X-Achse, die rote hier, sind diese Helfer hier. An diesen müsst ihr euch richten. Also platzieren wir die Waffe so bei diesen Helpern. So. Ich drehe meine Waffe noch ein bisschen, damit es besser ist. Damit es besser passt. So, sind die doch mal dort. So. Und jetzt noch ein bisschen dort lang. So. Die Hände passen nicht direkt, das ist klar. Die Hände sind ja auch eigentlich auf die Scar ausgerichtet, aber
Das machen wir alles noch. Keine Sorgen. Effekt Object Only aus. So, erstmal platzieren wir noch die Dummies. So. Ah ja, auch noch ganz wichtig. Wenn ihr das importiert habt, dann müsst ihr unbedingt noch die X-Form resetten, also Reset X-Form. Reset. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das wieder kollapsen. So. Yes. So, das ist sehr wichtig. Reset X-Form, ansonsten kann es zu Geometriefehlern kommen, dass da irgendwie eure Waffe total verknickt wird oder sowas ähnliches. Daher müsst ihr unbedingt immer X-Form resetten, damit so ein Scheiß nicht passiert. So, ich habe hier gerade den Weapon Turn Dummy. Dieser Dummy gibt an, wo der Muzzle Flare rauskommt, also wo das Feuer aus dem Lauf kommt. Also nur für den Effekt sozusagen. Ich mache meine Waffe noch ein bisschen mehr nach rechts, links meine ich. So. Also Reset X-Form ist ganz wichtig. Das müsst ihr unbedingt machen. Hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen. Gut, dass ich mich noch dran erinnert habe. So. Mehr Dummies braucht man eigentlich gar nicht zu platzieren. Kommen wir jetzt zu dem Waffenrigging, wie es genannt wird. Heißt, wir adden jetzt den CryEngine Modifier. Ich setze natürlich für dieses Tutorial heraus, dass ihr CryMax Tools und so ein Zeug installiert habt. Ohne geht's ja natürlich nicht. Ja, unter Bones klicken wir auf Add. Jetzt adden wir alle Sachen, die animiert werden oder bewegt werden. In unserem Fall ist das jetzt die Waffe selbst und das Magazin. Weapon. So. Da ist schon direkt Weapon. Select. Und Waffe hat sich verschoben. Und Magazine. So. Ihre Wahl hat sich jetzt verschoben, ist jetzt ein bisschen doof, aber kann man ja wieder neu platzieren, ist ja nicht allzu schlimm. Schlimmer wäre, wenn jetzt irgendein anderer Kack passiert. So, bei mir ruckelt es ein bisschen, dieses Modell ist ziemlich high poly. So. So. Bisschen mehr nach links. So, jetzt platzieren wir die nochmal richtig, damit es nicht so wie Kack aussieht. So, man merkt aber hier am Griff, dass die Hand nicht richtig liegt. Das ist nicht schlimm, wir können die Hand nämlich ein bisschen umändern. Um die Hände sind solche Kästen, die sind zum Bewegen der Gelenke da. Wir nehmen jetzt mal die Hand, dieser Kasten meiner Hand, und bewegen den ein bisschen. So, einen Moment. Das will nicht.
Egal. Irgendwie will er nicht immer. Keine Ahnung warum. Die Finger kann man auch bewegen. Hier sind auch so Klötzchen in die Finger. Könnte man auch bewegen eigentlich. Ah ne, ich habe ja Effekt Object Only. Ups, das muss man noch aus. So, jetzt aber. Damit es besser passt. So. Das ist schon um einiges besser. Und jetzt nochmal den Dummy richtig platzieren. Und schon ist es gut. Alles klar. Wir haben ja, den Shell Dummy noch. Dieser kleine Kasten hier ist der Shells Dummy. Der gibt an, von wo die Patronen rausfliegen, wenn geschossen wird. Die X-Achse gibt an, in welche Richtung sie fliegen. In diesem Fall logischerweise nach rechts. So, jetzt haben wir alle wichtigen Dummies platziert. Wir haben bei unserer AK auch den CryEngine Modifier geedit. Wir haben alle Bones geedit, die wir brauchen. Und jetzt auf jetzt kommt das Rigging, das ist wichtig. Wir gehen auf Edit Envelopes, Vertices und bequemerweise Select Elements. Jetzt jetzt drücken wir noch Steuerung A, dann markiert er alle Vertices. Bei diesen Sachen, also bei CryEngine, müssen wir jetzt angeben. Wir haben diese zwei Bones geedit. Wir müssen jetzt angeben, was genau ist die Waffe und was genau das Magazin. Wir klicken hier noch, also das auf Normalize und hier einmal draufklicken. So, wir haben den Weapon Bone gerade, also müssen wir das Magazin wegtun. Ihr erinnert euch am Anfang, ich habe gesagt, es wäre empfehlenswert, Elemente zu machen, also so, dass man nicht alle Vertices einzeln machen muss. Und hier habe ich jetzt hier die unteren paar genommen und der Rest geht auch weg. So, bei diesem Ups-Punkt-Effekt müssen wir, keine Ahnung warum, aber wir müssen runter und rauf und runter und rauf und am Ende muss es 1,0 sein. So, das war die Waffe, jetzt kommt das Magazin. Magazin ist natürlich nur das da. Und auch hier 1, 0, 1, 0, 1. So ist gut. Also. Das war's eigentlich schon. Jetzt können wir auf dem Envelopes Mode wieder raus. Und wir gehen so, wir gehen jetzt zum Animieren. Freundlicherweise hat CryEngine schon einige Animationen mitgeliefert. Einige wichtige Sachen müssen wir aber noch machen. Und zwar Select and Link. Wir müssen die Waffe an den Weapon Dummy linken. Da muss ich den Weapon Dummy finden. Ich glaube, der ist in der Waffe drin. Da ist er. Also wir linken jetzt die Waffe. Einen Moment. So, gleich habe ich es. Link. Wir linken jetzt AK-47P. Wir linken jetzt die Waffe an den Weapon Dummy. So,
Wenn wir jetzt also den Weapon Dummy nehmen, die bewegen, dann nimmt der Weapon Dummy auch das Waffenmodell mit und die Arme. So, zurück. So, das Linking ist ganz wichtig gewesen. Das muss man unbedingt machen. Ja. So. Achtet darauf, dass dieser Dummy der bewegt das Magazin und dieses durchsichtige Ding. Achtet am Anfang darauf, dass es ungefähr so oder vielleicht sogar ganz genau am Magazin liegt. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Muss auch nicht sein. Vielleicht ist es schon so perfekt genug. So. Aber jetzt ernsthaft mal zum Animieren. Wir gehen gerade mal auf den Clear List. Was wir schon mal machen können, at selected, wir können schon mal save. Wir hatten das da in den Ordner reingespeichert, ne? Save, wir können schon mal das Waffenmodell nehmen, also selektieren, add selected in die Liste tun und als CHR, also Charakter, abspeichern. Also hier noch ein Haken dran. Nee, andersrum, so Haken dran. Das können wir schon mal exportieren. Gut, hat ja einwandfrei geklappt. Ist ja mal was Neues. Für mich. Wichtig ist, dass ihr das als CHR abspeichert. Das ist, also das ist wichtig, denn die First-Person-Arme, Dings, Bums, Dinger benutzen CHR-Format, nicht CGF. So, wir drücken auf C und sind in der Game-Kamera. Von dieser Perspektive wird die Waffe angezeigt. Von dieser Perspektive so. Jetzt kommen wir zum Animieren. Klingt für manche jetzt, manche kriegen vielleicht sogar einen Herzinfarkt deswegen. Ihr geht gerade mal auf dieses Time Configuration Ding und stellt Start Time auf 0. Crytek ist so nett und hat im Bereich von 0 bis 640 schon alle Animationen vorgegeben. So hier so die Bewegungsanimation, wenn man still steht, die Zielanimation, die Nachlernanimation ist auch mit dabei. Greift zwar in das Magazin rein, aber besser als gar nichts. Ihr braucht jetzt erstmal von der SCA die wo ist es? Also einmal die CHR-Params-Datei. Params, die kopieren wir schon mal hier rein. Die nennen wir einfach jetzt um 8K 47. Das öffnen wir gerade. Hier sind alle Animationen aufgelistet, die benötigt werden. Ich werde jetzt einige davon machen, nicht alle, weil ich mache jetzt nur wirklich die allernötigsten. Das mache ich gerade mal 01. Die nennen wir 01, die Animation, die Select-Animation.
Anscheinend will es noch was speichern. Alles klar, von mir aus. CHR-Params. Obwohl, ich mache es euch einfacher. Ich packe euch so eine CHR-Params-Datei als Download-Link in die Beschreibung, dann wird das einfacher. Ich habe hier bei Rifle dieses komische Ding, was ich als Video hatte, habe ich schon 2 Dateien, die benötigt werden. Und zwar gehen wir jetzt wieder hier rein. Ich werde euch diese beiden Dateien einpacken, eine CAL-Datei, eine Bytecode Position und diese CHR-Params. Die müsstet ihr nur dann bearbeiten. Und dann geht ihr halt so drauf, müsstet ihr das umbenennen. Und das machen wir jetzt auch. Wir geben an, diese beiden Dateien geben an, wo die Animationen gespeichert werden. Heißt, die Game Animations First Person, und dann stellt ihr hier einen Ordner mit Strich FP noch und ja, das lösche ich gerade. Dann erstellt ihr so einen Ordner und ihr müsst das dann hier noch ändern. Das heißt, ihr gebt an, wo die Animationen gespeichert sind, in AK47. So. Speichern. Wo ist es? Und dasselbe bei der CAL-Datei. Hier gebt ihr nochmal dasselbe ein. Ihr setzt diesen Namen mit AK47 oder wie auch immer ihr das nennt, also halt der Weg, wo die Animation gespeichert ist. Animations First Person, dann der Name. Speichern. Gut, das hätten wir schon mal eingestellt. Das wäre schon mal erledigt. Jetzt machen wir, naja, was heißt ihr macht? Wir werden jetzt bestimmen, welche Animation wann drankommt sozusagen. In dieser Datei sind natürlich alle Namen schon angegeben. Man kann die aber auch anders nennen. Das haben wir ändere ich gerade auch noch ein. Wir können andere Namen nehmen, aber ich halte mich an die alten. Ja. Wir gehen jetzt in Edit Sub Ranges unter Timing. Also beim CryEngine 3 Exporter Edit Sub Ranges. New Range. Und dann der Name der Animation. Select 01 in diesem Fall. Jetzt gehen wir an, ab welchem Frame die Animation startet und wann sie endet. So. Die Animation startet ungefähr ab 40, steht hier, ne? Und dann. Weiter. Endet bei 64. New Range. Jetzt kommt die nächste Animation, Deselect. Also, wenn er die Waffe wegtut. New Range. Das ist die allererste Animation bei den Example Assets. So, es beginnt. Nee, doch nicht. Weiter zurück. Hier ist die Deselect Animation. Weiter. 20 beginnt die Animation.
Weiter. Frame für Frame. Auch wenn es wie Kack hier aussieht, im Spiel sind die Animationen flüssig. So. Und endet 36. Nächste Animation ist die Feueranimation. New Range. Hoppla. So. Einfügen. Und dann. Da ist die Feueranimation. Die beginnt ab dem Frame 85. Piu. Und endet beim Frame 95. Als nächstes haben wir die Idle Right Animation. Das ist die Animation, wenn du nur rumstehst und wenn sich die Waffe bewegt, weil du ja atmest, weil du ein Lebewesen bist. Die kommt genau hier gerade nach der Nachladeanimation. Startet ungefähr 188, geht ein paar Frames lang, zurück, und endet ungefähr Frame 400. Gut. Nächstes die Nachladeanimation. Einfügen. Reload 01. Die Nachladeanimation ist vor der Idle-Animation. Genau hier. Da beginnt sie. Einmal zurück. Beginnt Frame 120. Dann lädt er nach. Und endet im Frame 187. Als nächstes die Zoom in Iron Sight Animation. Das heißt die Animation, wenn man das Visier nutzen will. Die Animation ist hier weiter hinten, ungefähr hier. Bei dieser Animation müssen wir gleich noch ein paar Feintuning Sachen machen. So, die Animation startet ab dem Frame 400. Dann zoomt er rein. Die Animation geht bis zum Frame 430. Fire Bullets, right, Iron Sights. Die Feueranimation, wenn er im Zoom-Modus ist. Es kommt direkt danach. Gleich kommt. Ah, da ist sie. Manchmal übersieht man diese Animation, weil die so, mickrig und kurz ist. Sie beginnt 433 und sollte, soweit ich noch weiß, 400,
ja, 437 beendet sein. So, Zoom out. New Range. So. Er zoomt aus. Ab. Ah, da zoomt er aus. Zurück. Die Animation beginnt 440. Zoom auf Maus auszoomen. Ah, da bewegt er schon die Hand, das ist eine nächste Animation. Bis 457. Ja, 457. Und das war's. Das sind die allernötigsten Animationen, die man braucht. Nee. Oder? Ja. Was ist das nochmal? Habe ich das nicht geändert? Okay, dann kann ich das löschen. Ich habe ja schon erzählt. Muss ich das gerade noch umbenennen? AK47FP. Die Biped Position hatte ich die geändert. Die hatte ich geändert. Definitiv. Gut. Gleicher Name, alles perfekt. So, wir haben die Animation bestimmt, ab wann sie dran kommen, in welchem Bereich sie liegen. Jetzt müssen wir sie exportieren, und zwar in diesen Animations Ordner, den wir gemacht haben. Und zwar sollte hier unter CAF Export Root stehen. Nee, einen Moment. Eins habe ich noch vergessen. Und zwar war das Feintuning bei der Zoom-In-Animation. Die ist nicht immer direkt perfekt. Wie ihr hier seht, ist die Waffe schief gezoomt. Erstens das. Und zweitens ist sie nicht am Fadenkreuz. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Wir nehmen also den Weapon Dummy, den da, Rechtsklick auf Drehen und wir drehen ein bisschen die Waffe, damit sie möglichst gerade ist. Und dasselbe jetzt Rechtsklick auf Select and Move. Erstmal die Waffe ein bisschen nach links. Das war die X-Achse, glaube ich. Ja, die X-Achse. So. Und auf der Z-Achse jetzt ein bisschen hoch. So. So ist gut. Das heißt, wenn er jetzt einzoomt, dann zoomt er so ein. Also bei dieser Animation müsst ihr aufpassen, dass der halt, also müsst ihr ein bisschen nachtunen, wenn man so will. Aber gut. Wir haben jetzt die Animation gestimmt. Eine Animation haben wir ausgebessert. Jetzt müssen wir sie natürlich auch exportieren. Das geht hier unter CAF Export. Hier drin müsste normalerweise Root stehen. Wenn es nicht tut, dann ist das ein bisschen komisch. Aber der Root, den kann man dann, wenn das nicht steht, dann macht ihr das Häkchen hier weg. Selektiert den Root, das ist hier so am Visier, und klickt Add Selected.
dann müsste es in eurer Liste stehen. Wir machen gerade noch Häkchen bei Export File per Range, damit er alle Animationen einzeln exportiert. Ja, wir haben jetzt alles eingestellt. Gut, das da. Jetzt können wir exportieren. Also Export Bones, und zwar nach Game Animations First Person in unserem Ordner. Okay. Perfekt. Er hat alles perfekt exportiert. Kleiner Tipp am Rande. Wenn er Fehler beim Exportieren anzeigt und dann dort stecken bleibt, dann klickt, also wenn er glaubt, dass er fertig ist, dann klickt ihr auf Close. Wenn in eurem Animationsordner aber trotz des angeblich verscheiterten Exportversuchen, wenn da trotzdem diese Dateien sind mit dem Namen Punkt Dollarzeichen CAF, dann ist das noch gut. Wenn das so ist, dann müsst ihr die Dollarzeichen vor dem CAF entfernen und abspeichern. Dann erhaltet ihr CAF-Dateien, wie diese hier bei mir. Wenn das so passiert, dann, keine Ahnung, ist mir schon öfter passiert. Wenn ich das Dollarzeichen aber wegtue und das CAF aber lasse, dann hat das trotzdem funktioniert. Wenn da gar nichts im Ordner ist, dann weiß ich nicht, dann habt ihr irgendeinen Fehler gemacht. Ist mir auch öfters passiert, dass da immer so mickrige Fehler waren, wie zum Beispiel irgendwas nicht, zum Beispiel die Waffe nicht an den Dummy gelinkt. Manchmal passieren einem so dumme Fehler. Gut, wir haben das Model exportiert und die Animation auch. Wir sind sogar schon in 3ds Max fertig. Wir gehen jetzt in die CryEngine 3 und warten, bis sie erstmal an ist. Ja. Wir gehen jetzt auf... Moment, er muss noch gerade laden. Er tut nichts. Wieso? Ah, jetzt geht's. Wir gehen auf View, Open View Pane, auf Charaktereditor. So, da ist es. Jetzt auf File, Open. Wir gehen jetzt in den Game Object Weapons in unseren Ordner AK47. Wir gehen jetzt auf unsere CHR-Datei. So, was ist schon eine Arme ohne eine Waffe ohne Arme? Wir müssen jetzt Attachments hinzufügen, New, und das nennen wir Arms. Jetzt bestimmen wir, was das ist, und das ist Arms FP Global. Die solltet ihr nicht nehmen, sondern die Global. Ne? So, jetzt nur noch auf Apply und da sind die Arme. Und wenn wir jetzt hier Animation nehmen, dann sieht man, funktioniert prächtig. Fire Bullets, Iron Sight. Bisschen mickrig die Animation, merkt man kaum. Ich gehe mal näher ran. Aber passiert schon was. Also die Animationen funktionieren. Idle haben wir ja auch. Bewegt er sich so. Reload funktioniert auch. Select. Deselect.
Die Animationen funktionieren alle prächtig. Wir gehen jetzt auf einen beliebigen Level. Wohl noch nichts, denn so, wir haben eigentlich schon fast alles, es fehlt nur noch ein kleiner Teil. Wir gehen auf Game, Scripts, Entities, Items, XML und Weapons. Wenn ihr das noch nicht habt, dann müsst ihr diesen Pfad anlegen. AK. Ich benutze am besten direkt diese Datei. Ihr macht eine XML-Datei. Am besten mache ich das direkt als Beispiel. Also wir machen jetzt neu Textdokument. Das öffnen wir. Wir gehen jetzt in Game, Scripts, in diese Packdatei und wieder Entities, Items, XML, Weapons, Scar. Wir kopieren das alles jetzt und tun das in unsere Datei hier rein. So, die Datei speichern wir jetzt genau dort auch wieder, nennen die wie wir halt unsere Waffe nennen. Das Skript kann so heißen, wie es will, das ist völlig egal jetzt, wie das heißt. Alle Dateien und .xml speichern. Und schon habt ihr euer XML-Skript für eure Waffe. Müssen wir natürlich aber noch ändern. Und zwar, es lädt gerade. Ich mache erstmal den Editor aus. Müssen wir nämlich, Item Name. Das ist der Name, der im Editor angezeigt wird. Ich nenne es AK47. Unter Geometry bestimmen wir jetzt, in welchem Ordner die Geometry ist. Und zwar unter AK47FP. Können wir direkt kopieren. Denn unsere Waffe heißt ja ebenfalls genauso. So, ne? Objects, Weapons. Obwohl, nee, der Ordner hieß AK47 nur. Gut, dann ist FP weg. Das können wir lassen. Dieses Tutorial ist jetzt nur für die First Person. Für Third Person mache ich noch ein extra Tutorial. Das heißt, ihr könnt in der Third Person jetzt nur die Scar sehen. In der First Person natürlich euer eigenes Modell. So, wir haben den Namen angegeben. Und das war's auch schon. Sounds ist natürlich was anderes. So, Speicher. Jetzt gucken wir, ob es funktioniert. Ich hoffe mal, dass ja, ansonsten ist das blöd. Login. Falls ihr Probleme habt, ich tue noch einen Link in die Beschreibung zu zu CryEngine. Dort könnt ihr dann eine Frage stellen, falls da irgendwas nicht klappt. Die können euch da eventuell dann helfen. Bei Problemen beim Export oder sowas. Oder ihr könnt vielleicht auch mich anschreiben auf CryEngine. Oder auf YouTube. Vielleicht kann ich euch dann mal helfen. Nenn da mal was nicht klappt.
So, wir öffnen einen beliebigen Level. So. Wir sind in unserem beliebigen Level. Und wir gehen auf Entity, Items. Und dann sollte euer Item nach dem Namen erscheinen, den ihr gewählt habt. In meinem Fall ist die AK-47. Wie gesagt, Third-Person-Model ist noch die Scar, haben wir ja nicht geändert. Wir haben noch kein Third-Person-Model. Soll sich in einem weiteren Tutorial aber erklären, wie ihr das dann macht. Dann nehmen wir halt die Waffe. Und wir sehen unsere Waffe und können sie hier benutzen. Die Animationen funktionieren alle. Zoom. Alles super. Das war's von mir für jetzt schon mal. Das ja ein ziemlich langes Tutorial. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt da alles verstanden. Ja, ich hoffe, von euch kommen auch noch viele schöne Spiele mit schicken Waffen. Übrigens, falls die Waffe texturiert sein soll, dann müsst ihr die Waffe schon direkt von Anfang an texturieren. Also ihr müsst die Waffe dann direkt von Anfang an texturieren und sowas. Und die MTL, also die Texturen, alle direkt am Anfang in diesen Ordner tun. Ja. Danke fürs Zuschauen.